Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal ein etwas anderes Video, denn ich habe Post bekommen. Das ist schon öfters vorgekommen, aber diesmal war der Absender Get Digital. Get Digital, um Gottes Willen. Und zwar habe ich eine Lootbox von Get Digital bekommen. Was es damit auf sich hat, was eine Lootbox ist, wieso ich eine bekommen habe, all das seht ihr wie immer nach dem Intro. Ja Leute, ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich eine E-Mail auf meine Adresse retrorauner@outlook.de bekommen habe. Absender war Get Digital und mit der Frage, ob ich nicht mal auf meinem Kanal eine Lootbox unboxen wollen würde. Und ich war erst ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil ich wusste überhaupt nicht, was ist denn eine Lootbox. Also ich habe das schon mal gehört, aber ist ja nichts, was auf meinem Kanal oder womit ich mich eigentlich befasse. Ja, und habe mich dann erstmal auf der Seite schlau gemacht, ja, weil wieso soll man irgendwas sofort ablehnen? So nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Das ist ein Spruch, den mein Vater immer früher sehr oft gesagt hat. Und habe mir das mal angeschaut und dachte mir, warum nicht? Probieren wir es mal. Ich habe einen sehr netten E-Mail-Austausch mit den Jungs und ja, mit dem Personal von Get Digital gehabt. Und ja, erstmal ganz grob. Was ist Get Digital? Get Digital ist ein Online-Shop, sage ich mal. Ich blende da natürlich auch Bilder ein. Ich verlinke das Ganze auch unten in der Videobeschreibung, in dem ihr Nerd-Stuff kaufen könnt. Ja, neuen Nerd-Stuff. Das ist so ein bisschen mein Bedenken, was ich habe. Ich bin ja sehr Vintage angehaucht. Ich kaufe mir auch ab und zu mal Retro-Sachen, aber doch sehr dezent, sage ich mal. Ja, und bei Get Digital gibt es alle möglichen Retro, Nerd, Geek-Stuff zu kaufen, unter anderem halt Lootboxen. Und Lootboxen sind ja so, man kann sagen, Mystery-Boxen, in die von Get Digital immer was reingepackt wird, angeblich mit einem Warenwert von 60 €. Ja, und wenn ihr so eine Box bestellt, es gibt verschiedene Bestellabos. Ja, wie gesagt, ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal dann auf die Seite gehen und das selbst nachschauen. Nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches hier sage. Geht los, glaube ich, bei 34,95. Wenn ihr einmalig so eine Box haben möchtet, dann könnt ihr euch das mal austesten. Und wenn ihr dann ja, das Ganze monatlich bekommen möchtet, dann geht das 5 € runter auf 29,95. Und wie gesagt, ich habe ausdrücklich der Firma gesagt, dass ich hier das Ganze mal ausprobieren möchte, weil wie gesagt, was man nicht ausprobiert, da kann man sich auch keine Meinung drüber bilden, denke ich halt. Ja, und ich habe diese Box kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen, das möchte ich auch ganz klar erwähnen. Ja, und ich verdiene auch hier nichts an diesem Video, ich verdiene mit meinen Videos ja sowieso nichts mehr, das habe ich ja abgeschlossen, das Thema, das gab es ja auch in einem anderen Video schon mal. Und ich habe ganz klipp und klar gesagt, dass ich aber auch meine Meinung zu den Sachen sagen werde, wenn es mir nicht gefällt, wenn ich was nicht kenne, weil ihr dürft mich irgendwas über die 80er fragen, aber irgendwas über neumodischen Retro- oder Geek-Stuff könnte es sein, dass ich da ins Straucheln komme. Ja, aber ich möchte diese Box jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, diese Karton mal mit euch aufpacken und mal gucken, was drin ist. Eigentlich müsste er so rum sein, aber das Label habe ich jetzt mal abgemacht, das war hier unten dran, aber ich schneide trotzdem den Karton mal hier oben auf mit meinem Sicherheitsklapp, Taschenmesser wollte ich gerade sagen, ja Taschenmesser, genau, Teppichmesser. Ich mache diese Box jetzt hier mal auf, ja, und guck mal, was da so drin ist, ja, ob sich das Ganze für mich persönlich lohnt. Vielleicht findet ihr ja auch Geschmack dran und wollt es mal austesten. Ja, und zwar fangen wir mal an. Ich glaube, ich habe es falsch rum aufgemacht, aber nichtsdestotrotz. Ich habe hier einmal Get Digital Lootbox Mai 2024. Genau, das habe ich vergessen zu sagen. Diese Box kommt monatlich raus. Und das hier ist jetzt die Box für Mai 2024. Und zwar ist das hier ein Kärtchen, würde ich mal sagen. Hier sind Batman, der Joker, das könnte auch, ja, Groot ist drauf und der Doc Brown und der Marty von Zurück in die Zukunft. Ein Kärtchen, ja, okay, machen wir mal weiter.
Dann habe ich hier, was habe ich hier? Ein Heftchen. Ah, okay, hier ist ein Heftchen. Ich glaube, das habe ich gesagt bekommen. Da gucken wir dann mal am Ende rein. Dann habe ich eine Zeitung habe ich hier drin. Zauberwelten. Fürchte das Licht. Spaß beim Zuschauen. Weiß jetzt nicht genau, was das für eine Zeitung ist. Geht über Rollenspiele. Hier gibt es irgendwie magisches Essen. Hier kann man irgendwie magische Nudeln nachkochen. Lagunen. Leute, guckt euch das mal an. Seht ihr dieses Wort da oben? Steht da Lagunenrauner. Ist das der Ernst? Ist das den ja ernst? Lagunenrauner. Also das macht dieses Heft ja sofort schon wieder sympathisch. Echt Wahnsinn. Also hier ist sehr viel Fantasy, Mystery und ja, Fantasy-Mystery-Sachen drin. Witcher, also alles Mögliche von irgendwelchen Fantasy-Festspielen und so weiter. Auf der Rückseite ist Werbung von einer Hobbit-Enzyklopädie. Ja, ist halt, ja, Papierkram. So, was haben wir hier? Hier habe ich ein, guckt mal hier, das ist schon mal cool. Ein Buchtresor von Krieg der Welten, von War of the Worlds. Das finde ich ja schon wieder fast cool. Magnetischer Verschluss für Handys, Schmuck, USB-Sticks und mehr. Ein Buchtresor. Mal gucken, ob ich den irgendwie... Also es sieht in Buchform aus. Hier ist der Buchrücken, hier ist der Buchschnitt. Ja, mal gucken, ob ich den aufkriege. Das ist ja interessant. Hier ist nochmal das Buch. Und zwar nochmal in Folie eingepackt. Das mache ich jetzt einfach mal auf. So viel Zeit muss sein. Das ist, wie gesagt, hier kein Standardvideo. Von daher nehme ich mir jetzt einfach mal die Zeit und guck mal, wie das hier... Oh Gott, nie ins Gesicht, nie Richtung Mensch, gell? War das, sondern mit dem Messer immer vom Körper weg. Hast du ja gut aufgepasst, Frank, in der Schule oder wo auch immer oder im Leben. Machen wir das mal auf. So, jetzt habe ich hier das Buch und... Ach, guckt mal hier. Das ist cool. Hier ist das Buch ausgeschnitten, sodass in der Mitte ein Tresor drin ist. Und irgendwie, der ist sogar metallisch. Das ist cool. Und na, guckt mal, ich kann da was reinpacken. Ja. Wer es braucht, wer Geheimnisse hat, die keiner entdecken soll, der kann sich dieses Buch, diese Lootbox holen. Da ist dieses Buch drin. Gibt es halt, wie gesagt, nur in dieser Mai-Ausgabe. Und hier hinten die Seiten sind zusammengeklebt, die kriege ich gar nicht auseinander. Also ist ein nettes Gimmick, finde ich. Ja, gucken wir mal weiter. Was haben wir noch hier drin? Ich habe hier ein Micro-USB-Ladekabel von Back to the Future, von Zurück in die Zukunft. Das ist schon wieder cool für mich. Ja, Zurück in die Zukunft, Ladekabel und da sind noch irgendwie so 2 Pins oder sowas drin. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, wie gesagt, das Video ist hier ungeschnitten. Ja, ich mache das alles in einem Rutsch hier. Ja, Back to the Future LED Charge Cable with Thumb Grips, Micro-USB. Also ist zumindest hier das eine Teil von dem USB-Kabel sieht aus wie der Fluxkompensator. Finde ich ziemlich cool gemacht. Ja, USB-Kabel oder Ladekabel kann man heutzutage ja auch nicht genug haben. Dann haben wir hier ein T-Shirt. Ich mache das erstmal Größe M. Genau, das musste ich angeben übrigens. Beim Bestellen gibt man seine T-Shirt-Größe an. Und ich halte das einfach mal in die Kamera, dann seht ihr es als erstes. Ein schwarzes T-Shirt. Seht ihr den Aufdruck? Da ist bestimmt was vorne drauf. Und ich drehe es jetzt mal zu mir, damit ich es auch sehe. Ich zitiere Tolkien, der Herr der Ringe, Buch 5, Kapitel 2, Absatz 97. Nein. Ganz witzig. Ja, ein T-Shirt. Ich habe ja einige von den Nerd-T-Shirts hier. Herr der Ringe ist auch cool. Ja, ist ja auch schon, also ist ja auch schon alt. Passt ja dann schon wieder fast zu mir. Was haben wir noch? Ich habe hier einen... Ich bin Groot. Einen Groot und hier war, das ist der Anhänger, Groot
Collecting Game. Root, was sieht man das halt hier? Root for Groot. Das ist anscheinend ein Spiel. Root for Groot. Use your best strategy to root out a set of Groot cards. Ein Spiel. Ah, so geht's auf. Ah, ist ein Kartenspiel ist es. Ja, und der Groot-Kopf ist anscheinend, weiß nicht, nur Deko oder vielleicht auch das Spielfeld. Man weiß es nicht so ganz genau. Ja, aber ein Groot-Kopf. Ganz witzig. Ja, das ist Baby Groot. Das packen wir mal da rein. Und was haben wir hier noch? Ich habe hier ein Joker DC Comics Necklace, also eine Halskette vom Joker. DC Comics Limited Edition sogar. Und sie ist sogar nummeriert auf der Rückseite. Oh, mache ich jetzt nicht auf, aber die Kette, da steht drauf The Joker und das O, ich hoffe, das kann man sehen, das O ist ein Joker-Gesicht. Ja. Ganz cool, ganz witzig. Mal gucken. Und dann ist noch eine Sache im Karton. Und dann lege ich den Karton mal zur Seite. Und das ist eine Metallbox in Knisterfolie. Knisterfolie ist schon mal ein Pluspunkt bei mir. Und hier haben wir, was haben wir da? Nochmal in anderer Folie. Avengers Infinity War, Marvel, Groot Metall Statue, also eine Statue von Eagle Moss. Mal in die Kamera. Eine Groot-Figur. Guckt euch das mal an. Coole Box, wie ich finde. Ich bin ja nicht so der Marvel-Fan, sage ich euch ganz ehrlich, oder beziehungsweise wisst ihr wahrscheinlich, weil ich die Filme alle größtenteils einfach leblos und ohne, ja, ohne Herz finde. Wo habe ich denn jetzt hier mein Messer? Dann mache ich die mal auf, dann zeige ich euch auch mal den Inhalt. Eine 1:18 Figur von Groot. Und die ist wirklich, also es ist wirklich Nerd-Stuff, der hier drin ist. Das finde ich ja schon mal gut. Mit dem Groot. So, hier Box ist auf. Hier ist einmal Styropor dran, finde ich auch cool. Und dann habe ich hier eine, oh, die ist schwer. Sonst ist da nichts drin. Eine Groot-Figur. Ja, ein Groot, der ist relativ klein, die Box ist relativ groß, aber der wirkt sehr massiv und, hört man das? Ist sehr schwer. Marvel 2019. Groot. Na gut, haben wir hier einen Groot. Wie gesagt, ja, die Box ist ein bisschen größer. Ich finde, die Box macht fast mehr her wie Groot selbst. Und Leute, das war's. Also ich habe hier Groot in Box. Ich habe hier Groot als Kartenspiel mit einem schönen Plastikkopf. Ich habe hier eine Halskette vom Joker. Ich habe hier das Herr der Ringe T-Shirt. Ich habe ein USB-Kabel von Back to the Future. Ich habe diesen Buchtresor. Dann habe ich ein Zauberweltenheft. Das hätte es für mich nicht gebraucht. Ich habe so eine Karte. Ja, das ist wahrscheinlich nichts, was, hoffentlich nichts, was gekostet hat, nichts, was diese 60 Euro wert sind. Und die Karte ist hoffentlich eine Beigabe. Und dann ist hier das Heftchen drin. Und angeblich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist in diesem Heftchen hier, bevor ich mein Fazit ziehe, ist in diesem Heftchen hier jetzt auch der normale Standard-Verkaufspreis dieser Sachen drin. Und dann gucken wir jetzt einfach mal rein. Also, was haben, ach, warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken. So, wir haben den, hier ist die Seite und hier stehen dann die Preise für die Sachen. Und ich gehe das jetzt einfach mal durch. Ich hoffe, das wird euch nicht jetzt zu langweilig. Wir haben den Book Safe, also diesen Buch Safe. Das ist wirklich schwer und ist auch schön gemacht. Kostet angeblich 24,95. Das kann ich mir sogar vorstellen. Ja, ich würde es niemals ausgeben dafür. Ganz ehrlich, meine Meinung. Das T-Shirt unten drunter, das Herr der Ringe T-Shirt, 19,95. Das finde ich
normal. 20 Euro für ein T-Shirt ist normal. Dann haben wir das Back to the Future USB-Kabel. Das haben wir 13,95 Euro. Auch das finde ich ja wahrscheinlich okay. So um die 10 Euro hätte ich jetzt gesagt, weil Universal will auch mit Sicherheit Lizenzen oder Geld für die Lizenz von Back to the Future haben. Finde ich eigentlich okay. Die Joker Halskette, ja, Limited Edition steht extra drauf, 14,95 ist wahrscheinlich auch okay, aber auch das, ich würde mir niemals so eine Kette für 15 Euro kaufen. Nur meine Meinung. Dann haben wir dieses Groot Kartenspiel hier, ja, in dem Groot Holzschädel, ne, es ist ein Plastikschädel, kein Holzschädel, 14,95. Hätte ich jetzt auch gesagt, so maximal so 10 Euro. Ja, maximal, aber das wäre es. Also auch das würde ich mir nicht kaufen. Ja, wie ihr wisst, bei mir ist es eigentlich nur altes Vintage-Zeug. 70er, 80er, maximal 90er auf dem Kanal. Und wo ist denn hier die Groot-Statue? Was kostet die denn? Was kostet denn die Groot-Statue? Da bin ich jetzt gespannt. Die kostet gar nichts. Ach doch, hier. Wenn ich das richtig sehe, kostet die Groot-Figur 29,95. Ja, das sind dann 30 Euro. Dann haben wir, wo fangen wir denn an? Mit dem Buch 25 Euro sind 55 Euro. Das kann überhaupt nicht sein. Oder heißt es Minimum 60 Euro Warenwert? Das kann natürlich sein, weil wenn ich die Preise hier zusammenrechne, dann bin ich ja weitaus höher. Die Zeitung ist geschenkt, diese kleine Karte ist geschenkt, ja, aber ich denke, dass diese Groot-Figur, ja, 29,95 kostet. Und das war es. Also der gute hier, schwer, 29,95. Ja, finde ich eigentlich von der Schwere her, von der Verarbeitung her, sieht er cool aus. Finde ich wahrscheinlich preislich okay, aber auch da wiederum würde ich niemals ausgeben. Ja, wirklich niemals ausgeben. Ja, Leute, das war die Get Digital Box. Hier nochmal das T-Shirt hier. Ja, finde ich ganz okay. Also wie gesagt, T-Shirts kann man ja eigentlich nie genug bekommen oder nie genug haben. Leute, aber ich würde was machen. Ja, und zwar alle, die jetzt hier das Video gesehen haben. Ich nehme mal einfach mal, weil es halt einfach Back to the Future ist. Ich nehme mir das Kabel hier raus aus der Box. Ja, alles andere, nochmal, T-Shirt wieder in die Box. Groot-Kopf in die Box. Ja, den Booksafe in die Box. Das Heftchen dazu von Get Digital zum Nachlesen in die Box. Halskette vom Joker rein in die Box, Karte und Zeitung mit dem Rauner drin sogar, trotzdem in die Box. Und den Groot, den werfe ich jetzt nicht so rein, den packe ich erst wieder rein, auch in die Box. Und jetzt machen wir es ganz cool, oder? Wenn jemand diese Box haben will, mit Ausnahme dem Ladekabel, das behalte ich mir mal hier für alle Fälle, damit ich auch mein Handy immer mal wieder laden kann. Wenn jemand diese Box haben will, der schreibt es einfach in die Kommentare, der setzt ein Hashtag GetDigital in die Kommentare, ja, Hashtag GetDigital schreibt er in die Kommentare und dann verlose ich diese Box, ja, ich gebe dann nochmal bekannt, das ist jetzt ganz spontan jetzt von mir, ich denke mal, ich lasse das so eine Woche ungefähr laufen, ja, sobald das Video online ist, 7 Tage und danach ziehe ich einen Gewinner und der gibt mir einfach seine Adresse, natürlich hoffentlich nicht offen und öffentlich halt hier über die Nachrichten, sondern mit dem nehme ich dann Kontakt auf, dann gibt er mir seine Adresse und dann bekommt er diese Box zugeschickt. Ist das ein Deal oder ist das ein Deal? Also Hashtag GetDigital in die Kommentare und dann bekommt ihr diese Box von mir zugesandt. Ja Leute, also mein Fazit, genau das bin ich euch noch schuldig, mein Fazit ist, es sind ein paar coole Sachen drin, die ich mir im Leben nie so kaufen würde. Ganz ehrlich meine Meinung, weil wie gesagt, ich bin auch so generell sehr selten im Geschäft und kaufe mir Toys oder Merchandise zu neuen Sachen. Ich will halt
alte Sachen haben. Und das ist halt hier leider nicht möglich. Trotzdem finde ich das cool. Ja, es macht Spaß, so eine Box auszupacken. Mal gucken, was da so drin ist. Ja, meine Sachen sind es jetzt so nicht, dass ich die jetzt in die Sammlung stellen würde. Ja, das ist es nicht. Aber wenn ich einen von euch damit glücklich machen kann, dann sehr, sehr gerne. Wie gesagt, schreibt GetDigital in die Hashtag GetDigital. Hashtag GetDigital. Gott, was für ein Name. In die Kommentare und dann seid ihr in der Verlosung für diese Box und die bekommt ihr dann von mir zugeschickt. Ansonsten, Leute, wenn ihr Interesse an den Boxen habt, dann geht auf die Seite von www.getdigital.de. Ja, da gibt es die Lootboxen, beziehungsweise ich packe nochmal einen Link unten in die Beschreibung rein. Ich habe von dem Link nichts. Ja, das ist nur ein Tracking, dass die halt die GetDigital-Mitarbeiter sehen können, dass ihr über mein Video zu denen gekommen seid. Ich verdiene da 0,0 Cent dran. Mein Ehrenwort. Ja, und wie gesagt, wenn ihr da auch mal so eine Box haben wollt, dann ja, kauft ihr euch einmalig 34,95 oder wenn ihr gerade sagt, ich möchte jeden Monat haben, 29,95 und könnt ihr auch jederzeit wieder kündigen, so wie ich es verstanden habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war ein Ausnahmevideo. Wer weiß, vielleicht gibt es demnächst nochmal oder vielleicht gibt es in unregelmäßigen Abständen vielleicht nochmal so ein Lootbox-Unboxing. Ja, ansonsten geht es natürlich weiter mit Flohmarkt-Videos, mit ja, Hauls aus der Vintage-Zeit und natürlich mit meinen Livestreams. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Damit verabschiede ich mich, Leute. Macht's gut, euer Retro Rauner.